Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Nein, der Akku ist fast alle. Das mache ich nochmal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. Mensch, da war gar nicht der Akku alle, sondern der Speicher war voll. Nun gut, sei es drum. Kann ja mal passieren. So, mein Gott, fast fertig. So, wir sind dort Seite 246. Und die erste Sage heute heißt Albertus Magnus. Als König Wilhelm von Holland im Jahre 1248 am Dreikönigstage in Köln weilte, wurde er von dem berühmten Gelehrten Albertus Magnus in einem beim Predigerkloster gelegenen Garten mit seinem ganzen Hofe zu Gast gebeten. Der König kam gern, denn Albertus Magnus galt für einen weisen, in allerlei Künsten erfahrenen Mann, der viele Geheimnisse verstand, die seine Zeitgenossen verborgen blieben. Am demselben Tage, 6. Januar, war aber nicht allein eine große Kälte, sondern es lag auch tiefer Schnee. Die Räte und Diener des Königs murrten daher über die nicht zeitgemäße Veranstaltung und widerrieten dem Könige, sich ein Mahl im Freien unter solchen Umständen vorsetzen zu lassen. Der König mochte indes nicht absagen und sandt pünktlich mit seinem Gefolge ein. Der große Albert hatte in dem Garten einige Tafeln decken lassen, an denen die Gäste Platz nahmen. Alle freilich befremdet über die widersinnige Art, solche vornehmen Leute zu Tisch zu laden, denn im Garten waren Sträucher, Bäume und der Rasen mit Schnee bedeckt. Da der König gute Miene zum bösen Spiel machte, mussten sich die Herren wohl zufrieden geben. Die Speisen wurden nun von hurtigen Dienern getragen. Woher sie kamen, wusste niemand, aber an der Zubereitung war nichts auszusetzen. Da geschah etwas Merkwürdiges. Der Himmel nämlich, der sonst so grau und verdrießlich aussah, wurde auf einmal klar. Die Sonne brach durch und schien so warm, als ob es Sommer wäre. Der Schnee verlor sich augenblicklich, die Bäume fingen an zu grünen und zu blühen, und aus dem Rasen sprossen liebliche Blumen. Vögel erschienen, setzten sich auf die Zweige und erfüllten die Luft mit ihrem Gesange. Zugleich wurde die Wärme so groß, dass die Herren die Schwere ihrer Winterkleidung beklagten, Pelze und Röcke abwarfen und sich über die Sache sehr wunderten. Als das Mahl zu Ende war, verloren sich die Speisen, und die Diener, Vögel, Laub und Blumen verschwanden. Der Himmel bedeckte sich, und es wurde so kalt, dass die Herren die abgelegten Kleider schnell wieder anzogen und froh waren, dass sie wieder zum Feuer und den erwärmten Stuben kamen. König Wilhelm aber dankte dem Meister für diese abenteuerliche Kurzweil und beschenkte ihn dafür reichlich. Verrückt, was da passiert ist, oder? Ich würde mal auf Drogen tippen. Nun gut, der werte Herr ist ein mittelalterliches Schwergewicht. Seine Geschichte würde den Rahmen hier sprengen, darum nur so viel. Wie in der Sage schon erwähnt, war er ein deutscher Gelehrter, Bischof und ein geistiger Tausendsasser. Er besaß über ein umfangreiches Wissen in Naturwissenschaften, Medizin, Astronomie und Gott und die Welt. Allerdings ohne diesen Fakt schmälern zu wollen. Die Erkenntnisse damals waren noch nicht so umfangreich wie heute. Damals war die Welt noch voll mit Geheimnissen, die entdeckt werden konnten, während es heute fast gar nichts mehr zu entdecken gibt. Wie dem auch sei. Er lehrte in Köln und in Paris und wurde erst selig, dann über 600 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Sprich, er ist ein Heiliger. Und geboren ist er in Inn oder Lauingen. Das ist der Ort mit dem Mohrenkopf im Wappen. Und sonst, wisst ihr, was mir bei der Fülle an Informationen immer fehlt? Belangloses. Kleine belanglose Sachen wie, was war Alberts Lieblingsessen? Hat er ein Haustier? War er ein Frühaufsteher oder Langschläfer? Irgendwas, was Albert menschlicher macht. Versteht ihr? Weil, ja, auch ein Albert schwitzt beim Kacken. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Und die heißt
Herzog Heinrich von Bayern. Herzog Heinrich zu Bayern hatte eine Tochter, Elisabeth genannt, die die Märker nur das schöne Elsken tut Bayern nannten. Er war ein leidenschaftlicher Jäger und jagte wohl einem Rotwild mit seinem Rüden durch die Hecken und Zäune der Bauern nach. Was er damit aber schadete, machte er reichlich auf andere Weise wieder gut, denn er sorgte für Frieden im Lande und litt die Ritterei nicht, das heißt das Raubwesen der adligen Herren. Daher nannten die Kaufleute sein Land den Rosengarten. Die Ritter aber klagten, dass sich kein Wolf in seinem Lande erhalten und dem Strange entrinnen könne. Auch Veruntreuung konnte er nicht leiden. Ehe er zur Regierung kam, hatten seine Vormünder oder Regenten, wie er meinte, seine Vermögen übel verwaltet, dafür war er ihnen zeitlebens gram. Einmal begegnete ihm ein Karren, beladen mit Häfen. Den kaufte er dem armen Manne ab, der sich tagelang vergeblich bemüht hatte, die Waren abzusetzen und ein paar Heller zu verdienen. Der Händler erschrak über das große Geldstück, das er für seinen Kram erhielt, und pries sein Geschick, das ihm dem barmherzige Landsherrn den Weg geführt hatte. Als aber die Begleitung den Herrn fragte, was er mit den unnützen Ware zu tun gedenke, hieß er die Töpfe der Reihe nach aufstellen und fragte jeden Einzelnen, »Wem gehörst du?« Für die Töpfe antwortete er dann selber. Sagte der Topf, »Dem Herzog.« Dann schlug er ihn kurz und klein, antwortete er aber dem Regenten oder Herrn Vormund, dann ließ er ihn ganz und zog ehrerbietig den Hut vor ihn ab. Seine Begleiter verstanden die Lehre ohne Glosse, denn sie wussten ja selbst, dass die Vormünder zu ihrem eigenen Vorteil und zu Ungunsten des Herzogs gewirtschaftet hatten. Heinrich wusste sehr sparsam zu regieren. Man nannte ihn den reichen Herzog. Der Turm zu Burghausen war seine Schatzkammer und man sagte, dass er ihn mit Geld angefüllt habe. So, Herzog Heinrich der 16. oder auch Heinrich der Reiche. In der Sage heißt es, dass er sehr gut wirtschaften konnte. Und das kann auch gut möglich sein. Allerdings beruht sein Reichtum eher auf die Tatsache, dass durch eine glückliche Fügung Burghausen der Umschlagplatz für Salz wurde und dass die Linie seiner wittelsbachischen Vettern langsam ausstarb und er so sein Herzogtum immer weiter ausbauen konnte. Er hat also alles mit Gold bezahlt und nicht mit Eisen. Wie dem auch sei, die glückliche Fügung, die Burghausen erst zum Reichtum führte, zog später weiter und mit ihr das Salz. Die Haupteinnahmequelle versiegte und der Wohlstand war weg. Tja, das Glück ist ein geiziger Gastgeber. Machen wir weiter mit der nächsten Sage. Und die heißt Widukinds Bekehrung. Als Widukind die Franken zu mächtig geworden waren, wurde er eine Zeit lang nicht gesehen. Es hieß, er sei zu entfernten Freunden geflohen, doch weilte er verborgen auf der alten Bergfeste Babylonie, welche westlich von Lübbecke auf einem hohen Gipfel des Wesersgebirges lag, bald in der Burg bei Rehme auf der Werder, denn die Werra da bildete, wo sie den Namen Weser annimmt. Oft tritt er nachts von einem Verstecke zum anderen, aber stets mit verkehrt aufgelegten Hufeisen. Doch in seine Seele war durch die erlittene Niederlage der Stachel des Zweifels an der Echtheit seiner Religion gerückt, und er vermochte nicht, ihn zu beschwichtigen. Als nun im Winter eine Waffenruhe eingetreten war, ergriff ihn eine wunderbare Sehnsucht zu schauen, wie die Christen ihren vielgepriesenen Gott verehrten. Das Weihnachtsfest kam heran, da hüllte sich Widukind in Bettellumpen und schlich sich bei Hereinbrechen des Morgenrotes in die fränkisches Lager. Unerkannt schritt er durch die Reihe der Krieger, die sich zum Gottesdienste anschickten, und gesellte sich zu den Krüppeln, die am Eingang des Heiligtums harrten, dass man ihnen ein Almosen darreichte. Denn hier, meinte der hohe Bettler, könne man am unbemerktesten den gepriesenen Karl schauen, wenn er in der Mitte seiner Helden und Gewaltigen aus dem Gotteshause trete. Hart an der Pforte gelehnt, bog er sich hinüber und blickte hinein in die geweihte Wohnung. Da wurden nicht Pferde und Rinder geopfert wie bei den Heiden, sondern andächtig kniete Karl mit all seinen Großen vor dem Altare, um das Sakrament zu empfangen. Weihrauchduft wallte empor, und die Gesänge der Priester priesen die heilige Nacht, wo die Herrlichkeit des Heilandes sich des Menschen offenbarte. Da wurde Widukind tief ergriffen von der Pracht und Gewalt des Gottesdienstes der Christen, und stumm faltete er die Hände. Es war ihm,
als ob das Christuskind lächelnd vom Altare ihm winke und spräche: »Komm her zu mir!« Hier, sagt man, kam ihm zuerst der Entschluss, ein Christ zu werden. Als nun Karl hinaustrat und mit funkelnden Augen die Reihen der Bettler und Krüppel durchlief, verweilte sein Blick auf der hohe Gestalt und dem gewaltigen Gliederbau Widukinds. Wohl ahnend, wer er sei, ging er doch schweigend vorüber, und jeder empfing sein Almosen. Widukind aber kehrte in tiefen Gedanken heim zu den Seinen, von seiner Seele stand fortan bei Tag und Nacht das lächelnde, winkende Jesuskind. Nicht lange nach dieser Zeit ritt Widukind hin über die Berghöhe, auf der jetzt das Dorf Bergkirchen liegt, und erwog in sich, welche Glaube der beste sei, der Gottesdienst seiner Väter oder die neue, siegreiche Lehre der Franken. Und er sprach bei sich selbst: »Ist diese die rechte, so möchte ich wohl ein Zeichen haben, das mich gewiss machte.« Da trat ein christlicher Priester aus dem Gebüsch, der sprach: »Was sinnst du, tapferer Herzog, welcher Weg des Heils der rechte sei?« »Ich wünsche ein Zeichen, dass meine Seele zur Ruhe komme«, antwortete Widukind. »Schaff mir Wasser aus diesem Felsen, und ich will mich taufen lassen.« Da betete der Priester, und in demselben Augenblick stampfte das Pferd, und unter seinen Hufen springt aus dem felsigen Boden einen mächtigen Quell empor. Widukind stieg ab, trank von dem Wasser und gelobte, ein Christ zu werden. Bald danach sandte er ins Frankenlager, den König Karl seinen Entschluss anzuzeigen. Der ließ ihn voll Frieden mit seinen sächsischen Vornehmen herkommen, ward selbst sein Pate, als die Taufe mit großer Pracht gefeiert wurde, und nannte ihn Bruder. Lauter Jubel aber erscholl durch das Frankenheere. Kaiser Karl hielt den Herzog hoch in Ehren und gab ihm ein neues Wappen, ein weißes Ross anstelle des schwarzen, das er bisher geführt hatte. Über die Quelle zur Bergkirchen baute Widukind eine Kapelle, welche heute noch steht. Die Kämpfe der Sachsen mit den Franken hatten damit ein Ende. Wie es dabei zugangen sein mag, lehrte eine andere Sage. Widukind wurde, wie noch jeder in der dortigen Gegend weiß, bei Entger, nördlich von Osnabrück, von den Franken im Jahre 783 geschlagen. Viele blieben dort auf den Wittenfelde tot liegen. Flüchtend zog er gegen Ellenbruch. Als nun alles mit Weib und Kind an die Furt kam und sich drängte, konnte eine alte Frau vor Ermüdung nicht weiter. Weil sie aber den Feinden nicht in die Hände fallen sollte, damit die Furt ihnen nicht verraten würde, so wurde sie von den Sachsen in einem Sandhügel bei Bellmannskamp lebendig begraben. »Krupp unter«, sprachen sie, »Krupp unter! Die Welt ist die Gramm! Du kannst den Rappel nicht mehr folgen!« Zuge. Spuk hat mancher hier gesehen, und keiner geht gern bei Nacht über das weiße Feld, weil dort lärmende Herren mit blanken Spießen umherziehen. Als vor einigen Jahren wirklich Kriegsvölker darüber zogen, geriet die ganze Bevölkerung in Schrecken und glaubte, fliehen zu müssen. Ich sag's mal gerade heraus. Das ist vollkommener Käse. Und damit meine ich nicht den Quatsch mit der Quelle und den Spannerpriester in dem Busch, sondern der innere Antrieb Widukinds, den man hier verkaufen will. Je weiter es Richtung Norden ging, desto schwerer hatte es das Christentum, sich auszubreiten. Darum begann man mehrfach, heiligen Boden zu entweihen und Menschen zu verfolgen. Ich halte es dafür für sehr viel wahrscheinlicher, dass Widukind nach den vielen Angriffen das Angebot bekam, bei einer Taufe seine Freiheit wieder zu erlangen. Er war ja ständig auf der Flucht, und früher oder später hätten sie ihn bekommen. Aber diese Geschichte steht recht stellvertretend für alle Überlieferungen, was die Tradition der Germanen betrifft. Die Germanen schrieben ihre Bräuche und Gedanken nicht auf, sondern gaben sie immer mündlich weiter. Fast alles, was wir über die Germanen wissen, kommt von christlichen Gelehrten. Und dass der eine oder andere davon nicht voreingenommen war, Tatsachen verdreht oder unterschlagen hatte, kann niemand ausschließen. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass die Christen bzw. die Römer gezielt die Kräuterfrauen der Germanen verfolgt hatten, die für die Überlieferung der Tradition verantwortlich waren. Diese Kräuterfrauen nannte man Hexe, also mit GS. Später wurde dann daraus eben Hexe mit X. Und versteht mich an der Stelle bitte nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich hier die Christen verteufeln will. Ich meine, aufgrund der langen Zeitskala habe ich mit den alten Germanen bis auf das Erbgut nichts mehr gemein. Ich finde es einfach schade, dass das Wissen über meine Vorfahren verloren ging, und die Christen waren maßgeblich dafür verantwortlich.
Heil, Herzog Wilhelms Stamm. Und die letzte Sage heute heißt Markgraf Gero. Der gewaltige Bekämpfer der Wenden, Markgraf Gero, weilte auf seine Burg Gersdorf, wenn er sich ausruhte von den Müden des Krieges. Diese Burg kann von einer furchtbaren Ereignis erzählen. Zur Zeit, als Kaiser Otto am Rheine kämpfte, wendische Volksschaften im Norden und Osten der Mark bedrängten, zog ihnen Markgraf Gero entgegen. Mit gewappneter Hand hatte er bald die Feinde des Vaterlandes gedemütigt und viele Aufstände mit Mut und Kraft unterdrückt. Die Fürsten der Wenden schworen ihn aber Rache, drängten sich an ihn und suchten eine günstige Gelegenheit, ihn zu ermorden. Gero aber kannte ihre Tücke und war auf seiner Hut. Endlich beschloss er aber, sich für immer Ruhe zu verschaffen. Er lud 30 Wendenfürsten zu einer Ratsversammlung ein und bewirtete sie fürstlich. Starker Wein wurde gereicht und tat bald den Geladenen seine Wirkung. Da brach Gero einen Streit vom Zaune, und im Nun wurden die Schwerter entblößt und alle Wenden, bis auf einen, der glücklich entrann, erschlagen. Die Ermordeten wurden in ein gemeinsames Grab gelegt. Alljährlich, am Tage des Blutsgerichts, erhebten sich die Wendenfürsten aus ihrer Gruft und erfüllen die Luft mit Wehe und Wutgeheul, bis sie der Schall der Klosterglocken beruhigt. Aber auch der alte Wendenbändiger Gero hat keine Ruhe im Grabe. Er schreitet nachts aus seinem Steinsarge dem Schlosse zu, langsam und vorsichtig, als ob er sich immer noch vor Mörderhänden schützen müsse. Schon seltsam, oder? Dass sowas überhaupt funktioniert. Ich meine, in der Sage geht doch klar hervor, dass die Wenden keine Freunde von Gero waren. Nicht mal Neutralität war von der Rede. Also wie hat er die Leute dazu gebracht, dort mit dran teilzunehmen? Gut, was soll's. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, je nachdem. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sage. Bye. Nein. Bye, lasst uns lesen. Ach, verdammt, egal. Egal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.